Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer wichtigen Ankündigung. Und zwar ist es so, dass ja das Battle of Madrigal, das 1.4 Update von Flive Universe, jetzt noch während dem FEC-Server released wurde. Und etwas, woran ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht gedacht habe zunächst, ist ja, mit dem neuen Update kamen sehr viele neue Items im Spiel. Und diese Items existieren jetzt ja auch auf dem FEC-Server. Und das wiederum bedeutet, die müssen auch transferiert werden oder werden halt auch nicht transferiert, je nachdem. Und das heißt, es ändert einfach die Transferliste. Und jetzt wurde es wurde halt von der Community angemerkt, dass das halt voll komisch ist, dass man jetzt keine Ahnung hat, was transferiert wird und was nicht, weil die Items ja logischerweise nicht in der Liste stehen, weil sie zum Zeitpunkt der letzten Liste nicht existiert haben. Und jetzt gibt es kurzerhand eine neue Liste. Die hat 4 Seiten mehr, also 74-seitiges PDF ist es jetzt. Vorher waren es, meine ich, 70 Seiten. Und wir haben hier ein paar allgemeine Infos zu den Items oder zu den Sachen aus dem 1.4 Update. Zum Beispiel hier, only personal housing related items werden transferiert. Couple Housing und Guild Housing werden nicht transferiert. Selbst wenn man ein Pet ins Personal House tut, wird es nicht transferiert. Also Pets werden auf jeden Fall auf keinen Fall transferiert, egal ob sie sich im Haus befinden oder nicht. Also man kann seine Pets auch in diesen NPC stecken und so weiter. Hilft alles nichts, die Pets werden trotzdem gelöscht, also auch das rettet keine Pets. Couple-related items are not subject to transfer because they can go to different servers. Therefore, features such as couple storage and other couple-related items will not be transferred. However, for those who purchased a ring using F-Coin and became a couple, the ring item will be returned to the person who purchased it. Also, basically, alles wird gelöscht vom Couple-System vom FEC-Server. Außer der Ring aus dem Cash-Shop. Das Einzige, was transferiert wird. Und dann Ultimate Jewel-related items, such as Ultimate Jewels and Runes, are not subject to transfer unless they are already placed in a weapon. Same policy as Piercing Cards. Heißt also grundsätzlich, für die meisten Items kann man einfach übertragen, zu welcher Kategorie Items sie gehören, weil der Couple-Ring aus dem Cash-Shop zum Beispiel ist ein Cash-Shop-Item. Ultimate Jewels sind ja ganz normale Drops, also sowas wie Power Dice zum Beispiel, sind also irrelevant. Oder halt wie in dem Fall besser wie Karten. Das heißt, sie werden gelöscht, also dahingehend irrelevant für den Transfer, weil es ändert sich an für sich nichts. Außer man hat sie in der Waffe platziert, dann werden sie nicht gelöscht. Also ist eigentlich nicht so krass. Also ein paar Sachen hätte man sich wahrscheinlich denken können, aber es ist natürlich schon eine ganz blöde Situation. Eine Woche vor dem FEC-Server releasen sie hunderte neue Items und natürlich ist aber dann erstmal so, oh, Moment, jetzt will ich aber schon sicher wissen, was wird transferiert und was wird nicht transferiert. Und ja, jetzt haben wir halt wie gesagt eine neue Liste, also wir können hier mal eingeben. Also ich habe schon ein Template mal eingegeben, weil es gibt jetzt ja auch lauter neue Templates. Und immer das Template für Penya, das wird nicht transferiert. Ja? Also ich wollte es nur mal durchgehen, was es jetzt so viele neue gibt und so. Und immer das S ist, meine ich, das für Penya. Und immer das wird nicht transferiert bei all den neuen Templates, also Häuser an sich, weil das jetzt auch ein paar Mal gefragt wurde, werden nur transferiert, wenn man sie eben im Cash-Shop gekauft hat. Genau, und dann jetzt die neuen Items, also wir können mal hier Gem eingeben. Wie viele Items kommen da? Oh, tatsächlich gar nicht. Was? Nur 11? Wait a minute. Heißen die gar nicht Gem? Ah, doch, hier. Nee. Nevermind. Okay, Ultimate Jewish Gemstone steht nur drinnen tatsächlich. Wait a minute. Ja, Moment, die heißen ja gar nicht Gem, die heißen ja Shining Amethyst 1, 2, 3 und Peace. Shining Diamond. Shining Emerald. Onyx. Aber irgendwie ist die Liste doch nicht komplett, oder? Wieso gibt es Shining Amethyst 1, 2, 3? Das habe ich vorhin gar nicht nachgeschaut. Shining Diamond 1, 2, 3, Emerald 1, 2, 5, Onyx 1, 2, 8, Ruby 1, 2, Saphir 1, 2, 3, 7, 8. Aha, das ist ja auch interessant. Das ist sehr interessant, würde ich sogar sagen. Also ist diese FWC-Transferliste wohl doch nicht so komplett. Weil eigentlich sollte es von diesen Gems ja 10 Grades geben, also eigentlich 1 bis 10. Also gibt es auch, soweit ich weiß. Aber ja,
Anscheinend gehen sie nicht davon aus, dass es bisher existiert. Ich weiß es nicht. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Brilliant Amethyst, dieses neue Ding, um Herneswaffen zu craften. Auch der wird natürlich nicht transferiert. Und ja, wie gesagt, ansonsten haben wir es jetzt eigentlich uns schon durchgelesen. Also wie immer, wenn ihr irgendwas wissen wollt, öffnet einfach die Website, geht in diese Liste rein. Das ist gerade der neueste Beitrag unter News. Final Transfer Item List. Es ist ja nur noch für 2 Tage relevant. Und guckt es einfach schnell nach. Einfach Steuerung F oder auch F3. Geht genauso. Und gebt einfach das Item ein, was ihr wissen wollt. Ihr müsst halt wissen, wie das Item heißt. Wie gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn man einfach pauschal Gem eingibt. Achso, das haben wir uns gar nicht richtig angeschaut. Ne? Aber Gemstone werden natürlich nicht übertragen. Genau, Itemate. Ach. War schon richtig so. Itemate Jewel Box, Itemate Gemstone Box. Oder Itemate Jewel Gemstone. Das ist keine Box. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass beides Boxen sind. Ich habe das von Anfang an irgendwie ein bisschen falsch aufgenommen. Deswegen verwechsel ich das die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Sucht einfach, was ihr wissen wollt. Wie gesagt, wichtig ist ja, dass ihr das Item wisst, den Itemnamen wisst. Und dann könnt ihr das hier einfach ganz kurz nachgucken. Aber die pauschale Regel ist einfach, ist es aus dem Cache-Shop, wird es auf jeden Fall transferiert. Wenn es ein Item ist, das grundsätzlich im Cache-Shop vorhanden ist, wird es in der Regel auch transferiert. Also auch Cache-Shop, also auch Power-Ups zum Beispiel oder Products, die nicht aus dem Cache-Shop sind. Aber man kann sie ja theoretisch im Cache-Shop kaufen. Da geht grundsätzlich das Gleiche, wird auch übertragen. Und viele normale Items, sag ich mal, da ist grundsätzlich die Regel eigentlich kein Transfer. Also die Inventories von unseren Charaktern, wenn die jetzt komplett voll wären mit allen möglichen Items, da wäre halt die Hälfte weg zum Beispiel. Oder mehr als die Hälfte wahrscheinlich. Weil das meiste normale Zeug eben nicht transferiert wird. Darunter fallen eben jetzt vor allem diese neuen Jewels, Gems und diese ganze Käse. Genau. Und das ist eigentlich so die grundsätzliche Regel. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach nachgucken. Und, ja gut, die Runen habe ich vergessen einzugeben, aber steht ja eh dabei, wenn sie in der Waffe platziert sind, werden sie transferiert. Und wenn sie nicht in der Waffe platziert sind, dann werden sie nicht transferiert. Das war's. Ich sage danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Fly Livestreams. Macht's gut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.